Hallöchen, ihr kleinen Fröschlis und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich schon anhand des Titels erkennen konntet, zeige ich euch heute, wie man Corona-Symptome und auch Impfnebenwirkungen mildern bzw. auch komplett beseitigen kann. Und ich gehe in Bezug darauf auch auf die Frage ein, ob Corona-Heilung jetzt möglich ist oder nicht. Und am Ende des Videos erkläre ich euch auch nochmal so ein bisschen, was so meine Beweggründe dafür waren, dass ich dieses Video jetzt überhaupt drehe. Und ich beginne erstmal damit, dass ich euch versuche zu erklären, worum es sich bei dem Ganzen überhaupt handelt. Und zwar nennt sich das Ganze Multireflexologie und auf Vietnamesisch Sien Tan und kommt eben auch aus Vietnam und wurde vom Vietnamesen Bui Cuc Châu entwickelt und ausgebaut. Und sein Sohn Bui Minh Dom hat jetzt eben diese 11 Schritte zur Beseitigung bzw. Milderung von Corona-Symptomen und auch Impfnebenwirkungen herausgegeben. Und die werde ich euch heute eben unter anderem zeigen. Und diese Multireflexologie ist jetzt eben eine Methode, bei der man durch bestimmte Massageübungen, Wärmezufuhren und auch geringere Druckausübungen bewirkt, dass bestimmte Krankheiten und Beschwerden im Körper sich lösen. Und es ist eben eine sehr innovative Form der Medizin, die man so eben auf der Welt noch nicht so wirklich kennt. Also es ist in Vietnam relativ weit ausgebaut, aber jetzt so zum Beispiel in Deutschland kennt man es jetzt noch nicht wirklich. Und ich versuche das jetzt eben mit meinen Videos zu ändern. Um das Ganze durchführen zu können, benötigt ihr so ein kleines Metallstäbchen. Und die meisten von euch werden das höchstwahrscheinlich nicht zu Hause haben. Deswegen könnt ihr das auch gerne bei mir bestellen. Da müsstet ihr mir nur eine kleine Insta-DM schreiben und dann können wir nochmal mit genaueres besprechen. Ansonsten, für alle, die jetzt gerade krank im Bett liegen und gar nicht wirklich die Möglichkeit haben, sich da jetzt noch so ein Stäbchen zu bestellen, die können auch einfach so ein ganz normales Essstäbchen verwenden mit einem runden Ende oder eben auch das Ende von einem Löffel einfach. Oder es geht auch das Ende von einem Schlüssel oder ein leerer Kugelschreiber oder irgendwas einfach, was so ungefähr in diese Richtung geht. Das funktioniert auch, aber es ist eben nicht so effektiv wie dieses medizinische Stäbchen, das extra dafür entwickelt wurde. Und zur Durchführung dieser 11 Schritte, die ich eben vorhin genannt habe, müsstet ihr jetzt für den ersten Schritt einfach hier einmal über die Augenbrauen drüber fahren. Und zwar recht schnell, recht gleichmäßig und mit ein bisschen Druck. Und für den zweiten Schritt fahren wir dann hier von der Mitte der Augenbrauen aus über die ganze Nase drüber. Also auch über die Nasenspitze und die Nasenflügel. Dann der dritte Schritt ist, dass wir jetzt hier von der Seite der Nase aus über die ganze Wange drüber fahren. Und wer jetzt möchte, kann jetzt hier, wenn er beim Ohransatz angekommen ist, einmal ums Ohr drum fahren und dann nochmal hier entlang fahren und dann absetzen, weil sonst ist es nicht effektiv. Und auf der anderen Seite machen wir das eben genauso, einmal über die ganze Wange drüber fahren und wer möchte, kann jetzt hier noch einmal ums Ohr rum und dann muss er aber nochmal hier entlang fahren und darf dann absetzen. Und dann für den vierten Schritt fahren wir jetzt hier übers Kinn drüber. Beim fünften Schritt ist es jetzt so, dass wir horizontal an der Stirnoberseite, also am Haaransatz, entlang fahren. Dann für den sechsten Schritt fahren wir jetzt hier bei der Oberseite vom Kopf einfach nach vorne und hinten. Und für den siebten Schritt und alle Schritte, die danach noch folgen, brauche ich jetzt meinen Vati, weil das ist alles auf der hinteren Seite des Körpers. Und der siebte Schritt ist jetzt eben, dass ihr beim Nackenhaaransatz beginnt und da einmal über den ganzen Hinterkopf drüber fahrt. Und beachtet da auch, dass ihr die Seiten genauso bearbeitet wie hier in die Mitte. Dann der achte Schritt ist, dass wir jetzt hier vom Nackenhaaransatz aus über den ganzen Nacken drüber fahren. Dann für den neunten Schritt fahren wir jetzt hier einmal am Schulterblatt entlang und da ist eben wichtig, dass ihr nicht auf das Schulterblatt selbst draufkommt, sondern eben wirklich nur am Rand bleibt, weil es eben sonst sein kann, dass ihr am nächsten Tag irgendwie Schmerzen am Arm habt oder den nicht mehr richtig bewegen könnt und das wäre natürlich kritisch und deswegen fahren wir jetzt hier einfach nur hier so am Rand entlang. Und danach befinden sich ja hier die Rippen und da fahren wir eben in so einem Zickzack da entlang. Und es ist eben jetzt wichtig, dass ihr nicht zuerst das eine Schulterblatt macht und dann das andere, sondern dass ihr eben erst diese komplette Seite bearbeitet und dann die andere. Das heißt, wir beginnen jetzt wieder hier oben und fahren einmal um das Schulterblatt herum
und dann gehen wir hier in so einem Zickzack an den Rippen nach unten. Dann der 10. Schritt ist, dass ihr bei der Wirbelsäule hier oben anfangt und dann einmal über die ganze Wirbelsäule nach unten fahrt. Und der 11. Schritt ist dann hier beim Kreuzbein, da fahrt ihr einfach wieder so entlang. Wenn ihr jetzt eben diese 11 Schritte durchgeführt habt, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ihr einen ganz normalen Föhn nehmt, also einen ganz normalen Haushaltsföhn, den jeder so bei sich zu Hause hat, und damit an euren Rücken dran föhnt, damit das auch wirklich heiß wird. Und zwar müsstet ihr das ungefähr auf der Höhe des Kreuzbeins machen, also am unteren Rücken. Und das müsstet ihr so lange machen, bis euer Rücken wirklich heiß wird, dass dieser Schüttelfrost rausgeht, dass diese Kälte aus eurem Körper rauskommt. Und normalerweise, wenn man das macht, dann dauert es nur so ein paar Sekunden, bis der Rücken wirklich heiß wird. Aber wenn man jetzt Corona hat, beziehungsweise eben Schüttelfrost und einem innerlich kalt ist, dann dauert das schon mal 2 bis 4 Stunden. Und deswegen gibt es eben die Möglichkeit, dass ihr euch einfach in euer Bett reinlegt, dann den Föhn auf die wärmste Stufe einstellt und den dann unter eure Bettdecke legt und da so ein bisschen eine Öffnung da lasst. Und dann bleibt ihr da einfach liegen mit diesem Föhn, der an ist. Und dann wartet ihr ungefähr 2 bis 4 Stunden, bis es wirklich heiß ist unter der Bettdecke, und dann tut ihr den Föhn raus und macht den aus. Und dann bleibt ihr einfach unter dieser Bettdecke liegen und könnt meinetwegen da eine Nacht drüber schlafen oder sowas. Weil es eben auch ganz wichtig ist, dass ihr da, wenn ihr Corona habt, eben ganz viel schlaft, damit sich euer Körper eben bestmöglich erholen kann und dass sich der Körper regenerieren kann. Und ja, durch dieses Föhnen ist es dann eben so wie bei einer Ganzkörper-Wärmflasche, also euch ist überall warm und ihr werdet eben auch merken, dass eben diese Kälte aus eurem Körper rauskommt. Und wenn ihr jetzt aber das alles gemacht habt, aber immer noch irgendwie Fieber habt oder immer noch erkältet seid, Halsweh habt, wie auch immer, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ihr die 3 Kreise zur Beseitigung bzw. Milderung von Fieber und Erkältungen macht. Und die wurden jetzt aber eben entwickelt und ausgebaut von Professor Bulguktow selbst. Das heißt, das ist nochmal eine andere Methode, die aber auch nicht sonderlich schwer ist. Da könnt ihr einfach wieder euer Stäbchen zur Hand nehmen und da fahrt ihr jetzt hier einmal am Rand eures Gesichtes entlang, und hier beim Ohr ist es eben wichtig, dass ihr dann nochmal zum Ansatz zurückfahrt und dann hier weiter ums ganze Gesicht geht. Da geht ihr jetzt eben auch wieder hoch zum Ansatz des Ohrs und fahrt dann hier einmal rum und dann geht es eben weiter wieder zur Stirn, und dann machen wir das Ganze insgesamt 3 Mal. Also hier einmal wieder ums Ohr rumfahren und dann an dem Rand des Gesichtes entlang. Hier wieder zum Ansatz des Ohrs, dann einmal rum und zur Stirn, und dann machen wir es nochmal ein 3. Mal, weil es so schön war. Genau. Und es ist eben ganz wichtig, dass ihr, während ihr das macht, nicht das Stäbchen irgendwie von der Haut absetzt oder sowas, weil sonst wird eben dieser ganze Prozess unterbrochen und es kann eben sein, dass es dadurch eben nicht mehr wirklich hilft. Aber wenn ihr das jetzt eben fertig gemacht habt, dann müsstet ihr merken, dass euer Fieber direkt nach 2 bis 3 Minuten weg ist. Und jetzt ist es eben so, dass ihr diese ganzen Methoden einfach immer wieder wiederholen solltet. Das heißt, zum Beispiel diese 11 Schritte jetzt oder auch diese 3 Kreise, die könnt ihr alle 15 Minuten oder jede halbe Stunde machen. Und das mit dem Föhn, das könnt ihr eben alle paar Stunden einmal machen, damit euch eben konstant warm ist. Und dann müsste es auch 2 bis 3 Tage oder sowas dauern, bis eure Symptome dann fast komplett weg sind, beziehungsweise komplett weg sind. Beziehungsweise, ja, es ist eben so, wenn man Corona hat, man kann nicht vorhersagen, ob das dann wirklich bei jedem gleich ist, weil jeder Körper anders ist. Aber bei den meisten wird es so sein, dass wenn die das regelmäßig so machen, sie dann wieder recht schnell gesund werden. So. Und das gilt jetzt aber nicht für Long-Covid und das gilt jetzt auch nicht für schwerwiegende Corona-Fälle. So. Und wenn ihr jetzt aber das mit den 11 Schritten gemacht habt, wenn ihr das mit dem Föhnen gemacht habt, wenn ihr diese 3 Kreise gemacht habt und es aber immer noch aus irgendwelchen Gründen nicht besser geworden ist, was eigentlich nicht mehr sein kann, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass ihr an eure Hand- und Fußflächen dran föhnt. Und zwar hier wieder einmal komplett drüber, dass es heiß wird. Und dann habt ihr eigentlich alles gemacht, was man so gefühlt machen kann, wenn man Corona-Symptome hat.
und dann müsste das auch wirklich besser werden. Also ja, und ich habe euch jetzt das Ganze eben gezeigt und das sind eben alles Möglichkeiten, um diese Symptome bzw. ja Impfnebenwirkungen zu beseitigen. Aber es ist jetzt keine hundertprozentige Garantie dafür, dass ihr, wenn ihr euch jetzt dann testen geht oder sowas, dass ihr dann negativ seid, sondern es ist wirklich nur dafür, wenn ihr die Symptome habt, dass es euch danach besser geht. Und das ganze Video hier, das drehe ich überhaupt auch nur, weil ich selbst auch nach meiner Boosterimpfung eben so Impfnebenwirkungen hatte. Also ich hatte Schüttelfrost, Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, so das volle Programm. Und ich habe mich extrem scheiße gefühlt und dann habe ich das eben alles gemacht und danach habe ich mich viel, viel besser gefühlt. Also ich war wieder gesund und ich konnte auch am nächsten Tag wieder ganz normal mich mit meiner Freundin treffen und war eigentlich wieder kerngesund. Und das hatte ich eben nur dieser Methode der Multireflexologie zu verdanken. Und da war ich wirklich extrem glücklich drüber und ich wollte das eben auch mit anderen Menschen teilen. Ich wollte, dass sich meine Freunde, meine Familie und einfach alle, die es möchten, sich heilen können, wenn sie es wollen. Und wenn jemand diese Methode für Schwachsinn hält oder keinen Bock hat, das zu machen oder keine Ahnung, generell das nicht machen möchte, dann muss er das auch nicht machen. Das ist jetzt hier alles einfach nur für alle diejenigen, die einfach diese Symptome haben und nicht wissen, was sie machen sollen und hier eben einfach eine Möglichkeit finden können, wie sie sich selbst heilen können in so einer Notsituation. Und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch weiterhelfen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden, eurer Familie, euren Liebsten, generell Bekannten, dass es so viele Leute wie möglich einfach ja, machen können. Das heißt, sich selbst heilen können, sich selbst helfen können. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr mein Video angeschaut habt und ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Und dann sage ich Bussi und bis zum nächsten Mal. Tschüss!